Ihr seid Angler und sucht eine richtig gute Geschichte? Hier kommt eine. Wirklich wahre. Wir waren westlich von Afrika, mitten im Atlantik, auf der Sonneninsel Boa Vista. Endlose, menschenleere Strände, schroffe Steilküsten mit beeindruckenden Höhlen, zauberhafte Menschen und mit Zahlrei eine Stadt im Aufbruch. Die Dünen sind wie im Kino, das Salz kommt aus der Saline und es gibt jede Menge Surfer. Die Sportler auf ihren Boards haben die Insel im Winterhalbjahr fest in ihrer Hand. Doch wer will, kann hier auch angeln. Wir wurden von einem guten Freund zu einem Trip eingeladen und was wir dabei erlebten, zeigen wir euch jetzt. Eben noch Filmaufnahmen am Lagerfeuer und schon ging es in aller Frühe los. 6 Uhr, Treffen im Hafen von Zahlrei. Wir waren voll gespannter Vorfreude. In Afrika hatten wir beide noch nie geangelt. Guten Morgen, Männer. Wir fahren angeln! Yes! Die Sonne wollte gerade aufgehen, als unser Guide mit einem einheimischen Fischerkahn heranfuhr. Das nur leicht motorisierte Holzboot versprach eine sehr ursprüngliche Angelei und ließ uns im Stillen hoffen, dass der Wind unter 3 Beaufort bleiben möge. Wir verloren keine Zeit, nur schnell die Routen verstauen und los! Wolltest du noch mal Mami und Papi grüßen? Der Captain kennt den Weg. Die Montage des tragbaren Echolots erfolgte schon in Fahrt, mit einem aufgeschnittenen Plastikkanister als Sonnenschutz und Bildschirmblende. Super einfach und echt clever. Und wer sich noch mal über ein Garmin-Echolot beschwert, ne, der darf sich mal angucken, wie hier gearbeitet wird. Das ist dann auch schon Hightech. So, dann haben wir noch einmal vorher und nachher. Vor dem Kotzen und nach dem Kotzen. Unser Guide Romy hatte für alle gute Angeln dabei. Ja, Hannes, guck mal, das ist doch geil. Anglerlateine und Tour. Wir staunten nur über die große Geschwindigkeit, mit der geschleppt wurde und auch ein wenig über die monophile Schnur. Für uns sehr ungewohnt, aber hier offenbar richtig, auch wenn der Erfolg vorerst ausbleiben sollte. Aber das ist monophile, Hannes. Und dann kreuzte plötzlich eine Walfamilie unseren Weg. Luftfontäne, die Wasserfontäne, weißt du, da hochkommt. Da. Hast du gesehen, wie er hochkant, der Vogel? Ja, jetzt, da kommt der Vogel hoch, da, siehst du ihn, da. Geil! Aber ihr habt es doch schon gesehen, oder? Alle genau. Noch ganz beseelt von dem eben Erlebten schleppten wir weiter hinaus aufs Meer und Romy hielt mit Adleraugen Ausschau, bis er sie endlich fand, die Quechuinia. Quechuinia? Aber da muss man auch schon Angler sein, um das sehen zu können, ne? Der Fischer, hier, schau. Quechuinia, wow. Als wir den Futterfisch an der Oberfläche fanden, starteten wir die Jagd auf die Großen. Doch die Kleinen waren viel schneller weg, als wir die Angeln fit hatten und weiter ging's. Das höre ich ja gerne beim... Aber... Dann endlich unter uns das gesuchte Riff. Wir pilgten munter drauf los und staunten nicht schlecht über die wundersame Technik des afrikanischen Speedjiggens. So, für alle Norwegen-Angler, jetzt wird mal gezeigt, wie richtig gejiggt wird. Speedjigging vom Feinsten. Die Rute wird mit kurzen, schnellen Bewegungen nach oben gerissen und gleichzeitig die Schnur eingeholt. Wer schon einmal versucht hat, mit beiden Händen unterschiedliche Bewegungen zu machen, wird ahnen, dass es leichter aussieht, als es wirklich ist. Das wackelnde Boot und die unsere Gehirne überfordernden gegensätzlichen Moves führten mehrfach dazu, dass wir mit den Ruten auf die Reling schlugen. Für die Blanks extrem gefährlich und so kehrten zumindest wir beide wieder zum gewohnten Speedjiggen zurück. Was sagen Sie denn dazu, junger Mann? Ein bisschen skurril aus. Bis heute wissen wir nicht,
welche Methode die wirkungsvollere ist. An diesem Tag blieben beide erfolglos. Das Schleppen war der Renner. Und brachte schließlich nach Stunden auch endlich den ersten Erfolg. Mahi Mahi, eine der wunderhübschen und heiß begehrten Goldmakrelen, hatte sich den Wobbler geschnappt. Doch sie war viel zu klein und durfte wieder schwimmen. Dann plötzlich kam der Einschlag. Und es wurde hektisch an Bord. Die anderen Routenreihen, Kampfgurt anlegen, Sitzposition finden, das Boot in die richtige Position bringen und... Von Achim, einer von euch kann ihn reinholen. Gute von Hannes übernehmen, bitte. Und alles aus dem Weg räumen. In all der Hektik schön zu sehen, am Heck tauchte der Fischerkollege von Romy auf, dem es offenbar gelungen war, seinen defekten Motor wieder in Gang zu bringen. Wir hatten kurz vorher unsere Hilfe angeboten und waren in der Nähe geblieben. In all der Aufregung achtete ich nicht einmal auf den umherfliegenden Wobbler. Oh oh, es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass ich mit einem Haken im Finger von Bord gehe. Dann war es soweit. Noch ein, zwei schnelle Hinweise. Hannes übernahm und der Drill begann. Noch ahnten wir nicht, welch wertvoller Gegner am anderen Ende der Schnur sein sollte. Die zur Sicherheit extrem locker eingestellte Bremse und die 30% Dehnung der Monophilen sorgten dafür, dass Hannes quasi keine Fühlung zum Fisch hatte. Nichts für schwache Geister. Vor allem, weil Romy mittlerweile ahnte, dass wir wohl einen der hochwertigsten Fische der Region am Band hatten. Einen Wahoo. Je näher der Fisch kam, desto weniger Wirkung zeigte die Dehnung. Der Drill wurde zu einem richtigen Kampf und anstrengender.
Aufrollen, aufrollen, aufrollen. Immer schön dranbleiben alles. Immer schön dranbleiben. Jawohl. Der Fisch muss müde werden. Noch alles dranbleiben. Dranbleiben, dranbleiben. Die mächtigen Kiefer und die messerscharfen Zähne des großen Jägers sollen so gefährlich sein, dass Romy beim Töten des Tieres absolut sicher ging, bevor er den Fisch an Bord holte. Hannes, guck mich mal an. Geil. Das ist ein erster Wahoo mit Gästen an Bord. Wow. Ein Wahoo. Ein bisschen quer, das ist nicht ja. Die beiden Angler dürfen zu Recht stolz sein. Kaum wieder an Land, wartete die nächste Überraschung auf uns. Gewohnt vom Betäuben übers Kehlen bis zum Ausnehmen und Waschen, alles bereits auf See zu erledigen, staunten wir beide nicht schlecht, dass am Ufer bereits Kollegen von Romy auf uns warteten. Ist das nicht ein schönes Gefühl, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben? Und uns gleich den Fisch abnahmen. Das Tier wurde sofort auf dem Felsen fachmännisch versorgt. Kopf und Innereien waren der Arbeitslohn. Wer selbst einmal ein solches Abenteuer erleben möchte, wende sich einfach an Romy. Sein Equipment ist hochwertig und reicht auch für die Gäste. Dass das Guiden auch etwas Geld für seine Familie einbringen soll, versteht sich von selbst. Wir behielten nur den Schwanz des Wahoo. Mehr konnten wir gar nicht verarbeiten. Romys Familie freute sich daher über den gewaltigen Rumpf, ein Fest für alle. Udo zauberte uns am selben Abend noch ein Mahl der Extraklasse daraus
Unzweifelhaft der beste Fisch, den ich je gegessen hatte. Unsere Zeit auf Boa Vista verging wie im Flug. Möge es euch genauso gehen.